Hallo und herzlich willkommen zu noch einer Folge von Strategie machen. Wahrscheinlich werden wir uns öfters über Optionen Gedanken machen müssen und die ändern müssen als über Markierungen. Die Güte einer Firma ganz weit davon abhängt, wie sie Optionen bewerten kann und Entscheidungen über Optionen treffen kann. In dieser Folge will ich in unserem Konzept von Marker, Option, Arbeit auf die Option eingehen. Letztes Mal haben wir besprochen, die Markierungen drücken unsere Identität aus und geben uns eine sehr langfristige Sicherheit und Klarheit darüber, wer wir sind, was wir sein wollen, was wir erreichen wollen. Die Marker an sich sind aber immer stark interpretations- und übersetzungsbedürftig. So ein Satz, wie ich ihn letztes Mal gesagt habe, wir sind das Navigationssystem für den Autohandel, spricht erstmal nicht sehr. Das hilft mir als Arbeitendem in einer Organisation nicht sofort klar zu machen, was los ist. Das ist stark ambig, interpretations- und übersetzungsbedürftig. Problem dabei ist natürlich oft, dass nicht immer die Leute, die sich die Sätze ausdenken, da sind, wenn die Übersetzung gemacht wird, gebraucht wird. Hier also schon mal eine Herausforderung und auch eine Verbindung, die wir sehen. Leute, die mit Markern arbeiten und die beschützen und sich ausdenken, was auch immer, die müssen später für die Übersetzung da sein in die Firma, sonst braucht man die Marker nicht. Sonst ist das so, dass man sich immer re-engineert und ausdenkt, was mögen denn diese Leute sich damit gedacht haben. Das kennt man ja so ein bisschen aus dem Alltag. So, diese Marker sind aber dafür da, wie gesagt, um so einen Raum aufzuspannen, in dem wir uns bewegen können. Der Raum wird erstmal ausgefüllt von Optionen. Optionen sind all die Dinge, die wir machen könnten. Und fast jede Firma hat beschränkte Ressourcen, also Mittel. Und deswegen können wir wahrscheinlich gar nicht alle Optionen verwirklichen. Optionen sind also Dinge, die wir tun könnten. Das heißt, weil wir nicht alle tun können, müssen wir uns entscheiden, welche Optionen wir erfüllen und welche nicht, auf welche wir uns einlassen und nicht, welche wir committen und welche nicht. Das Schlechte, was man machen kann, ist sich nicht entscheiden und alle Optionen zu erfüllen. Das ist relativ klar. Dementsprechend behaupte ich, dass die Güte einer Firma ganz weit davon abhängt, wie sie Optionen bewerten kann und Entscheidungen über Optionen treffen kann. Wofür entscheiden wir uns? Was machen wir nicht? Was man schon merkt, ist, dass diese Ebene von Optionen eine andere Zeitlichkeit, eine andere Temporalität hat als Markierung. Wahrscheinlich werden wir uns öfters über Optionen Gedanken machen müssen und die ändern müssen als über Markierung. Relativ klar, ne? Wenn man davon ausgeht, dass Entscheidungen am besten in Gruppen getroffen werden, Informationsaufnahmen mit ganz vielen Menschen, dann Entscheidungen, vielleicht andere Menschen, das ist je nach Organisation sehr anders, dann macht es relativ viel Sinn, dass wir Markierungen dafür benutzen, um uns für Optionen zu entscheiden. Also ob eine Option für uns als Firma gut ist oder nicht, hat hoffentlich mit unserer Identität, mit dem, was wir wollen, sein wollen, erreichen wollen in der Welt, für wen wir da sein wollen, zu tun. Das heißt, Markierungen sorgen für Bewertbarkeit von Optionen. Super wichtig. Dafür sind sie da. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wenn Optionen für uns schwer entscheidbar sind, haben wir offenbar nicht die besten Markierungen, die besten Marker gefunden. Das heißt, unsere Marker sind zu unklar, zu interpretationsbedürftig, oder die wurden noch nicht oft genug übersetzt. Hier sind wir als eine Wechselbeziehung. Optionen helfen, Markierungen zu beurteilen und Markierungen helfen, Optionen zu beurteilen. Ganz spannend. Später kommt ja noch die Ebene der Arbeit dazu. Halten wir also fest zu Optionen. Optionen, hoffentlich machen wir nicht alle, hoffentlich nur wenige. Die Güte der Firma liegt in der Auswahl der Optionen, der Bewertbarkeit. Wir brauchen soziale Prozesse, die uns dafür zu führen, die besten Entscheidungen für Optionen zu treffen. Wenn wir eine Option gewählt haben, Commitment. Volle Kiste. Das ist auch sowas, was ich oft sehe. Ne? Wir entscheiden so halbwegs und dann machen wir irgendwie halbwegs, aber dieses volle Commitment auf eine Entscheidung ist nicht oft da. Auch dafür brauchen wir soziale Prozesse.
Und die Verkopplung zwischen Markierungen und Ebenen ist eben genau dieses Wechselspiel aus gegenseitiger Beurteilbarkeit. Und tatsächlich manifestieren wir das später in einer der Folgen wiederum in Meeting. Im Moment ist erstmal wichtig, dass es diese Wechselbeziehung zwischen Markierungen und Optionen gibt und dass wir die Verkopplung so machen, dass Markierungen ihre Eigenschaft dieser Langfristigkeit nicht aufgeben müssen, Optionen die Eigenschaft von ihrer späte Entscheidungen, feste Entscheidungen, wir stehen dazu, nicht verlieren. Was bei dieser Zeitlichkeit noch ganz spannend ist, vielleicht ist das ein bisschen geklaut bei Peter Drucker, der irgendwann all diese komischen Begriffe auch weggeschmissen hat und sich entschieden hat, viele Dinge auf der Welt Ziele, Objectives zu nennen und dann nur noch zwischen ihrer Zeitlichkeit zu unterscheiden. Also es gibt kurzfristige, langfristige Ziele, Objectives. Und das hat ihm viel Begriffs- und Semantikwirrwarr erspart. Und das ist auch ein bisschen das Ziel in meinem Modell, dass wir eine Klarheit kriegen über diese 3 Ebenen, 3 Eigenschaften, 3 Zeitigkeiten und nicht mehr mit so vielen unterschiedlichen Begriffen hantieren müssen, um dann hinterher ein klares Modell zu bekommen, an dem wir relativ klare Fragen diskutieren können. Soweit für heute erstmal zu den Optionen. Auch heute wieder der Aufruf zu Fragen, Kommentaren, alles ist willkommen. Gerne abonnieren, die Glocke drücken, wenn ihr mehr Informationen wollt, wenn ihr informiert werden wollt, wenn es weitergeht. Und bis dahin alles Gute mit Markern, Optionen und Arbeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.